100 Experten aus den 28 Ländern der Europäischen Union. Dies ist das Ausmaß des zweitägigen Treffens der Fachkommission CIVEX im EU-Ausschuss der Regionen. Landeshauptmann Luis Durnwalder, Präsident des EVTZ Tirol, Südtirol-Trentino, hat alle Delegierten anlässlich der Eröffnung des Treffens herzlichst begrüßt. Multilevel Governance in der regionalen Praxis, dezentrale Politikansätze im Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger, so der Titel und das Thema der Tagung. Im Zeitalter der Globalisierung, so wurde immer wieder betont, fordern die Bürgerinnen und Bürger zu Recht bei Entscheidungsprozessen immer öfter direkt eingebunden und beteiligt zu werden. Der direkte Kontakt zum Bürger ist auf allen Ebenen, von der Gemeinde bis hin zur EU, von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Politik. Wir reden sehr viel über Bürgerbeteiligung, vor allem auch über die Demokratie auf den verschiedenen Ebenen. Und ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir auch lebendige Beispiele bringen. Ich glaube, gerade hier in Südtirol haben wir 3 verschiedene Volksgruppen. Wir haben vor allem eine Autonomie. Wir können zeigen, dass die Eingliederung der verschiedenen Gruppierungen in die Verantwortung, aber auch in die Entscheidung letzten Endes einen Wohlstand bringt. Ich glaube, dass unsere Autonomie viel Wohlstand gebracht hat. Wir sind auch eine Region, eine Grenzregion, wo man grenzüberschreitend zusammenarbeiten kann im europäischen Geist. Wir können auch außerdem beweisen und zeigen, was das Volontariat bringt, wenn wir in einem Land mit 500.000 Einwohnern, 116 Gemeinden, insgesamt 3.300 Vereine, Verbände in verschiedenen kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Bereichen haben. So sieht man, dass die Bevölkerung in den einzelnen Gebieten, in den einzelnen Ebenen mitarbeiten kann. Und das bringt nicht nur Wohlstand wirtschaftlich gesehen, sondern auch irgendwie Lebensqualität. Und wenn wir heute von allen Regionen Italiens an erster Stelle stehen, so beweist das, dass diese Bewegung, diese Eingliederung der Bevölkerung auch Lebensqualität beinhaltet. Immer wieder ist darauf hingewiesen worden, dass die Euregio ein regionales Modell darstellt. In ihr werden die Chancen und Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit alltäglich erlebt und gelebt und es ist eine starke Ausprägung der europäischen Zugehörigkeit entwickelt worden. Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit ist eine grenzüberschreitende Institution der Europäischen Union seit 2006 unter österreichischem Vorsitz beschlossen und ermöglicht, grenzüberschreitend sehr eng zusammenzuarbeiten. Der große Vorteil liegt darin, dass hier Gemeinden, Regionen mitarbeiten können. In Tirol sind das Bundesland Tirol, die autonome Provinz Südtirol und die autonome Provinz Trient. Und wir haben hier eine sehr gute Erfahrung bereits in den letzten Jahren gesammelt. Was wir müssen, ist noch viel deutlicher unter der Bevölkerung bekannt machen, dass es einen großen Mehrwert für die Bevölkerung bringt, weil man hier unmittelbar auch die Erfolge der Europäischen Union den Bürgern klar machen kann. Der Tiroler Europäische Verbund ist einer der Best Practices, der besten Beispiele für grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit, weil es 3 Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis sind, die große Kompetenzen haben und ein Riesenpotenzial haben, diese gemeinsame Politik in den nächsten Jahren zum Durchbruch zu verhelfen. Die Fachkommission für Unionsbürgerschaft, Regieren, institutionelle Fragen und Außenbeziehungen CIVEX ist für die Koordinierung des EU-Ausschusses der Regionen verantwortlich, und zwar in den Bereichen Justiz, innere Angelegenheiten, Recht und Grundrechte, Impulse für eine erfolgreiche Verwaltung, Unionsbürgerschaft und alle anderen institutionellen Fragen der Governance. Es ist ganz wichtig, auch im Ausschuss der Regionen, diese Themen für die Bürgerrechte, für die intelligente Grenzen, für die weitere Entwicklung Europas und der Regionen als Stellungnahme, was der Kommission abgegeben wird im Europäischen Parlament, weil das ist die Zukunft der Menschen. Und die Leute, die Mitglieder von ADR, Ausschuss der Regionen, die vertreten mehr oder weniger am meisten die Bürger von den einzelnen Städten und Regionen. Und deshalb ist diese Stellungnahme, diese Meinungen sehr wichtig. Was ich auch während der Pressekonferenz gesagt habe, sowieso gibt es immer noch Grenzen in Europa und wir werden
Wir müssen als Europäer alles Mögliche tun, um das Leben der Leute leichter zu machen, auch bis diese Grenzen existieren. Am späten Nachmittag waren die Vertreter von CIVEX zu Gast bei Euregio. Sie haben die EURAG, Bozens Europäische Akademie, besucht, in dessen Räumlichkeiten sich die Büros des EVTZ Tirol, Südtirol, Trentino befinden. Bei dieser Gelegenheit sind ihnen auch die Projekte zur Produktion erneuerbarer Energien vorgestellt worden. Nach dem eher offiziellen Teil des Besuchs konnten sich die Delegierten auch die Fotoausstellung Terra in Montanis ansehen, welche die Schönheiten und Besonderheiten der Euregio vorstellt. Die Bilder stammen vom bekannten Fotografen Albert Ceolan. 1000 Fotos in einem einzigartigen Bildband erzählen das Leben in den Provinzen Bozen und Trient und im Land Tirol. Der erste Arbeitstag wurde mit einem Abendessen auf Schloss Runkelstein abgeschlossen. Eine Gelegenheit, in einer freundschaftlichen und informellen Atmosphäre die wichtigen Themen des Seminars auf eine etwas andere Weise anzugehen. Die immer stärkere Einbeziehung aller Bürger und Bürgerinnen in die wichtigen institutionellen Entscheidungsprozesse. Dienstag, 9. Juli, zweiter Tagungstag. Die Redner sind der Südtiroler Europarlamentarier Herbert Dorfmann, der renommierte Europa-Experte Professor Heinrich Neisser und Walter Baumgartner in Vertretung des Südtiroler Landtags. Sie haben die zentrale Rolle der Bürger und Bürgerinnen und der lokalen Verwaltungen in einem Europa der Zukunft hervorgehoben. Die Erfahrung, die in der Euregio gemacht werden konnte, ist ein Mehrwert, der dem ganzen Kontinent zugutekommen kann. Am Dienstag hat ein zahlreiches und aufmerksames Publikum an den Seminaren, die vom EVTZ in Zusammenarbeit mit CIVEX organisiert wurden, teilgenommen. In 4 Kleingruppen werden konkrete Erfahrungen mit Multilevel Governance und Bürgerbeteiligung innerhalb der bestehenden Formen lokaler und regionaler, dezentraler Zusammenarbeit erörtert. Auch wird der unterschiedliche Zugang in den verschiedenen Regionen Europas zum Thema Regionalpolitik untersucht.